Hallo Frau Rimpo, schön Sie zu sehen. Als erstes würde mich einmal interessieren, was momentan Ihre stärksten Beschwerden sind und was vor allem, wie sich die Beschwerden in den letzten Jahren überhaupt entwickelt haben. Ja, also meine aktuellen Beschwerden, also ich sitze im Rollstuhl und mein Körper, also meine Arme und Beine sind geschwächt. Also ich kann nicht mehr gut laufen, nur noch 2 Schritte zum Transfer auf die Toilette oder ins Bett. Und meine Arme kann ich nicht mehr gut bewegen und nicht mehr, also sie sind nicht sehr kräftig. Ne, also ich bekomme meine Arme auch nicht mehr über meinen Kopf oder über die Schultern. Im Allgemeinen ist auch meine Atmung ein wenig eingeschränkt. Das heißt, mein Lungenvolumen liegt bei 30-40%. Deswegen habe ich nachts eine Atemunterstützung, also noch keine Sauerstoffversorgung, aber eine Unterstützung. Und ja, also Schmerzen oder so habe ich nicht. Das ist immer nur mal punktuell, wenn vielleicht die Muskulatur ein bisschen überarbeitet ist, überansprucht ist. Und ja, das ist erstmal. Das klingt nach einer ziemlich schweren Form einer Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung, CMT-Erkrankung. Dann würde mich jetzt vielleicht noch mal interessieren, zwei Dinge. Zum einen, wie das sozusagen sich überhaupt entwickelt hat. Was waren die ersten Symptome? Und vielleicht, wenn Sie gleichzeitig dann auch beschreiben, wie war so der Gang der Dinge? Also wie ist man dann auf die Diagnose überhaupt gekommen? Wer hat als erstes dran gedacht? Und vielleicht auch welche Form von CMT bei Ihnen diagnostiziert worden ist. Ja, also ich bin, also als Kind hatte ich wohl einen ziemlich, also als kleines Baby ziemlich normalen Verlauf. Es fing dann wohl an, nach Erzählung meiner Eltern, dass so mit dem ersten Laufen und so weiter bemerkt wurde, dass ich ziemlich oft auf die Knie gefallen bin. Und man dann gesagt hat, dass das ziemlich ungewöhnlich ist, also ohne irgendwelche Hürden oder so da hinzufallen. Und dann wurde ich in Göttingen, das war damals die einzigen, die sich überhaupt mit der Erkrankung auskannten, wurde ich dann halt untersucht und es wurde ein Muskel und ein Nerv entnommen. Und dann hat man HMSN diagnostiziert, also Charcot-Marie-Tooth Typ 1. Und ja, und man hat dann irgendwann, wo es anfing, dass ich auch mit den Händen äh, arbeitete oder so, ich habe viel mit dem Mund gemacht, also viele Sachen aufgemacht mit dem Mund und dann hat man nach und nach festgestellt, dass das wohl nicht nur in den Beinen geblieben ist, sondern auch den ganzen Körper betrifft. Und dass es wohl auch ein schwerer, untypischer Verlauf ist der Erkrankung. Man hat dann festgestellt, dass das wohl aus der Familie meines Vaters kommt und hat ihn dann auch nochmal untersucht und hat dann festgestellt, dass das wahrscheinlich mein Opa schon hatte und auch er. Und mein Vater sollte es nur in den Fingerspitzen haben, also in den Fingergruppen, aber mein Vater hat zum Beispiel auch Klumpfüße. Und das hatte ich halt auch. Ne? Ich habe als Kind hatte ich dann eine Achillessehnenverlängerung auf beiden Seiten, auch in Göttingen. Und ich bin auf den Außenkanten gelaufen und das wurde auch, meine Füße wurden gerade gerichtet und versteift. Genau, und ich habe dann im Alter von ungefähr 12 Jahren wurde ich dann nochmal am Rücken operiert, weil ich auch eine sehr starke Skoliose hatte und eine doppel-S-förmige Skoliose und die wurde dann auch mit Harrington-Stab und so weiter wurde die dann auch operiert. Aus den Erzählungen muss ich jetzt dann feststellen, das ist eine besonders schwere Form der CMT1A, sodass wir davon ausgehen, dass eventuell sogar noch ein anderer Gendefekt mit dabei ist. Das ist ja, glaube ich, in Ihrem Fall auch schon mal überlegt worden, zum Beispiel von den Kollegen aus Göttingen. Was ich noch mal ganz
interessant finde, auch für diejenigen, die sich mit CMT beschäftigen, ist, was waren denn damals so die Verdachtsdiagnosen, die man Ihnen oder Ihren Eltern gegeben hat? Können Sie das berichten? Also hat man sofort an CMT oder HMSN gedacht? Oder gab es zum Beispiel erst Vorstellungen bei orthopädischen Kollegen oder bei anderen Fachrichtungen? Da kann ich Ihnen gar nicht so genau erzählen, ob es vorher andere Diagnosen gab. Ich weiß nur, dass ich ziemlich schnell dann auch als Kind regelmäßig halt in Göttingen war. Zuerst beim Facharzt, der das kannte, also der war auch ansässig in einem Klinikum, aber nicht in dem Universitätsklinikum, sondern woanders. Und dann bin ich halt ziemlich schnell dann in Dauerbehandlung auch in Göttingen in der Universitätsklinik gewesen. Und da war ich wirklich regelmäßig und da wurde dann halt auch immer wieder Untersuchungen gemacht und ja. Aber ob es vorher Anfangsdiagnosen gab, kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Also wir sehen hier, dass sozusagen für Sie doch viele Symptome wahrscheinlich sehr, dadurch, dass Sie auch ziemlich jung waren, sehr schnell auf CMT und HMSN oder HMSN-CMT hingewiesen haben, sodass Sie auch schnell an ein Zentrum gekommen sind, die sich speziell damit auskennen. Das ist sicherlich eine Glückssache auch gewesen. Wenn Sie jetzt nochmal überlegen, was hilft Ihnen derzeitig therapeutisch am meisten? Also was ist sozusagen die wichtigsten Aspekte für Sie in der Therapie? Allgemein, also ich meine alles, die Gesamtversorgung Ihrer Erkrankung. Was sind wirklich wichtige Aspekte? Ja, also ich muss sagen, man muss immer ein gutes Zwischending finden. Also ich bin natürlich schon immer in Krankengymnastikbehandlung gewesen, muss aber sagen, dass ich jetzt rückwirkend sehen kann, dass viele ja, Physiotherapeuten nicht gut gearbeitet haben, weil sie einfach die Muskulatur nochmal zusätzlich überansprucht haben. Und das ist ja nicht gerade sehr gut. Ne, also ich hatte mal eine Krankengymnastik, wo ich dann unten vor der Buggykarre, wo wir dann fertig waren, zusammengeklappt bin, weil es einfach zu viel war. Natürlich muss man das erhalten, was da ist. Aber ich habe gemerkt, dass für mich immer die Entlastung sehr gut tut. Also das heißt Massagen, Bewegungen, also die Muskulatur nicht nochmal zusätzlich zu beanspruchen oder zu überanspruchen, sondern eher sozusagen die Alltagsbelastung, die ich ja täglich habe, zu reduzieren und mit Lymphdrainage und so weiter Linderungen zu schaffen. Und da habe ich gemerkt, also zum Beispiel Schwimmen ist auch sehr, sehr angenehm für mich, weil der Körper bewegt wird und die Muskulatur bewegt wird, aber es kein Gewicht und keine Beanspruchung gibt. Ne? Obwohl natürlich eine Schwimmtherapie für mich auch anstrengend ist, weil man anziehen muss und ausziehen muss und duschen muss und so. Aber diese Sachen tun meinen Körper gut. Also Bewegung ist für Sie schon wichtig, wenn ich es richtig verstehe. Jetzt keine wirkliche sportliche Bewegung etc., aber schon in Bewegung bleiben. Das ist schon wichtig. Aber eben gerne auch mit Bewegungen, die nicht so viel Kraft erfordern. Ist das richtig? Die ihre Kräfte nicht allzu stark sozusagen fordern müssen. Also ich sage mal nichts in Form von Krafttraining oder solchen Dingen. Physiotherapeuten profitieren sie sehr von passiven Maßnahmen, Massage, passives Bewegen möglicherweise. Das sind diese Dinge. Dann habe ich eine Frage dazu nochmal zu Ihrer Erschöpfbarkeit. Würden Sie sagen, dass die Erschöpfbarkeit und die Erschöpfung ein relevantes Symptom dieser Erkrankung sind? Also so eine richtige Erschöpfung habe ich eigentlich selten. Ich glaube, dass mein Körper und ich mich ganz gut auf diese Erkrankung eingestellt haben. Aber ich glaube, also ich weiß es am Anfang, wo ich noch gelaufen bin, also ich bin ja bis zu meinem 10. Lebensjahr und 11. Lebensjahr, bis die Skoliose halt immer schlimmer wurde, bin ich ja auch noch gelaufen. Ne? Also es war so ein Watschelgang, hat man immer gesagt. Ich war auch nicht sehr stabil auf den Beinen, also wenn man mich geschubst hat oder so, bin ich auch umgefallen. Und da war es natürlich auch so, dass wenn das zu viel war, ich auch kaputt war und müde. Jetzt ist so, dass ich mich natürlich auch mit den Jahren und Leben mit dieser Erkrankung natürlich auch kenne und mich auch gar nicht mehr so auspowere, weil ich merke,
dass mir das nicht gut tut. Wo ich das merke, ist, wenn ich, also ich bin auch, ich habe Assistenz, die meine Pflege sichert. Das heißt eine 24-Stunden-Assistenz, die mich versorgt. Und wenn ich zum Beispiel neue Mitarbeiterinnen habe und die eingearbeitet werden und die Handgriffe sind noch nicht so, wie ich sie brauche, dann merke ich, dass mich das mehr anstrengt als mit denjenigen, die eingearbeitet sind. Das heißt, Erschöpfbarkeit ist nicht im Vordergrund, ist aber eines der bestehenden Symptome. Wenn Sie nochmal berichten, was sind für Sie, welche Wichtigkeit hat die Hilfsmittelversorgung? Spielt das für eine Rolle? Sie sitzen, glaube ich, in einem Rollstuhl, also es wird eine Rolle spielen. Aber zwei Dinge. A, welche Rolle spielt es für Sie? Und B, welche Empfehlungen würden Sie zum Beispiel auch ärztlichen Kollegen geben, wie sie sich der Hilfsmittelversorgung von CMT-Patienten annähern? Also ich habe gemerkt, dass für meine Erkrankung es sehr wichtig sind, dass die Dinge genau so sind, wie ich sie brauche. Also ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich habe jetzt einen neuen Rollstuhl beantragt gehabt und mein alter Rollstuhl wir haben gesagt, wir wollen mal einen nehmen, der noch ein bisschen feiner auf mich abgestimmt ist, wo man noch ein bisschen mehr einstellen kann. Und den hatte ich dann beantragt und bei der Erprobung ist ein bisschen vergessen worden, mir zu sagen, dass der Rollstuhl sehr viel höher ist als mein alter Rollstuhl. So, und diese 5 Zentimeter sind für mich so ausschlaggebend gewesen, dass ich durch den Rollstuhl, durch die Fehlversorgung des Rollstuhls wirklich massive gesundheitliche Einschränkungen hatte. Also das heißt, es kommt manchmal wirklich auf einen Zentimeter an. Der Tisch ist 1 Zentimeter zu hoch oder zu niedrig. Und die Hilfsmittelversorgung ist sehr wichtig. Also ich habe ein elektrisch verstellbares Lattenrost. Ich habe eine Toilettendusche. Das ist wirklich sehr wichtig für mich, weil sie mir auch bei der Entleerung wirklich auch hilft und weil die Muskulatur zum Drücken ist einfach nicht da. Das heißt, sie unterstützt mich da auch dort. Ich habe einen Duschsitz und so weiter. Also die Hilfsmittelversorgung ist sehr wichtig. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass Ärzte und auch Sanitätshäuser, man kann einfach die Hilfsmittel nicht erproben. Und das wäre für mich super wichtig. Ne? Man bekommt dann ein Hilfsmittel vor die Nase gesetzt, das muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, braucht man halt elendig lange zu erklären, dass es eine Fehlversorgung ist und dass es eine andere sein muss. Also für mich sind Hilfsmittel sehr wichtig. Ich bin jetzt nicht sehr gut oder sehr gut ausgerüstet, heißt, also ich habe noch keinen Lifter oder so weiter. Aber sehr wichtig, also gerade Rollstuhl und so weiter, ich muss da den ganzen Tag drin sitzen. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann geht es mir einfach körperlich nicht gut. So, wir haben viele Dinge gerade besprochen. Es gibt zwei Dinge, die ich noch fragen möchte. Als erstes, was empfehlen Sie Patienten, die CMT haben, wo man weiß, dass CMT haben, im Umgang mit ihren Ärzten? Also ein guter Austausch ist wichtig. Also natürlich eine gewisse Fachkompetenz von den Ärzten ist wichtig. Also wenn es Ärzte sind, die sich nicht gut mit der Erkrankung auskennen, ist auch die Behandlung nicht so gut. Oder, also es muss manchmal auch gar nicht ein Facharzt sein, es muss nur ein Arzt sein, der Lust hat und Energie hat und auch die Muße, sich damit zu beschäftigen. Auf den Patienten zu hören, also auf seine Bedürfnisse und auf seine Dinge, die er braucht und dann darauf einzugehen. Ne? Also gerade also ich bin sehr gut ausgerüstet, zum Beispiel ich habe Atemtherapie, Krankengymnastik, Massage und Lymphdrainage. Das sind 4 Verordnungen, die eigentlich grundsätzlich nicht so bewilligt werden. Aber ich habe das damals bei der Krankenkasse halt durchgeboxt und mein Arzt unterstützt das auch und schreibt das auch auf und schreibt auch Berichte. Das ist natürlich auch zeitaufwendig, natürlich. Also man muss gut mit den Ärzten kommunizieren, sagen, was man benötigt und braucht. Und die Ärzte sollten ja da auch in gutem Kontakt sein und da auch die Zeit und Energie haben, sich damit zu beschäftigen. Jetzt haben Sie uns empfohlen, was Sie den Ärzten empfehlen. Was empfehlen Sie aber Mitpatienten, also Patienten, die auch an CMT
leiden, sozusagen im Umgang mit den Ärzten und auch vielleicht auch im Umgang mit ihrer Umgebung. Das wäre vielleicht auch noch wichtig. Also das heißt, wie sollte ein CMT-Patient auf seinen Arzt oder ihren Arzt zugehen oder Ärztin zugehen? Und verstehen Sie, und welche Message würden Sie sozusagen an Ihre CMT-Mitpatientinnen, Patienten geben? Wie gehe ich am besten sozusagen mit meiner Erkrankung und den mich behandelnden Ärzten um? Was wir immer gemacht haben, ist, dass wir uns auf jeden Fall zweite Meinungen eingeholt haben. Also nicht gleich mit der ersten Diagnose und der ersten Empfehlung zufrieden sein, sondern wirklich auch, ja, auch Ärzte auszuprobieren und dorthin zu gehen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich aufgehoben fühle, wo ich mich gut informiert fühle. Ich finde es immer wichtig, mich auch selber zu informieren und nicht alles sozusagen zu glauben und so zu akzeptieren, was die Ärzte sagen. Genau, das ist diese Zusammenarbeit, die ich meine, also wirklich auch von beiden Seiten. Und natürlich zu gucken, es gibt ganz viele Behandlungen. Ich bin damals auch, ich habe zeitlang, wurden meine Füße eingegipst, ne, um diese Fehlstellungen der Füße und so weiter. Ich habe Einlagen getragen, ich habe Schienen getragen. Und da ist es wichtig, dass man halt auch zwischen den einzelnen Ärzten, Orthopäde, Facharzt und, dass man da auch also ein gutes Team hat. Selber mit der Erkrankung, also für mich selber, braucht es natürlich eine Akzeptanz, diese Erkrankung zu haben und dort mitzuleben. Und ich habe immer dafür gesorgt, dass ich so mobil wie möglich bin und so wenig Entbehrungen wie möglich habe. Ne, weil gerade diese Fehlstellung der Füße, die Schmerzen in den Beinen und so weiter, das sind einfach keine schönen Dinge, mit denen man vielleicht leben muss, aber dass man es sich so angenehm wie möglich macht. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie haben sich in unserem Gespräch wohlgefühlt, Frau Rimpo. Ich denke, wichtig ist nochmal hier für Kolleginnen und Ärztinnen und Ärzte zusammenzufassen, aber auch für Patienten, dass Sie in dem Fall eine CMT1A haben, die besonders schwer verlaufen ist, die sozusagen eine der wenigen einzelnen Personen sind, die eben so einen schweren Verlauf haben mit einer Rollstuhlpflichtigkeit. Das ist bei der CMT1A ja eher nicht so der Fall, kann auftreten, dass man da genetisch gut gucken muss sozusagen und dass aber letztendlich der Anfang der Erkrankung mit den ersten Symptomen oft ganz ähnlich ist, eben die Laufschwierigkeiten, Empfindungsstörungen, Schmerzen, sozusagen der erste Weg sind, der sozusagen auf das CMT geführt hat. Haben Sie am Ende noch eine, sage ich mal, Message für Patientinnen, Patienten und Ärzte, die Sie als CMT-Betroffene in Deutschland weitergeben möchten? Ja, also ich würde mir wünschen, wenn sich mehr Ärzte dort mit dieser Erkrankung auskennen würden, dass man einfach medizinisch gut versorgt ist. Viele Dinge, die ich jetzt auch beim DGM, so mit den ganzen Kontakten, die man dort hat, einfach auch immer wieder höre und so weiter, sind einfach Dinge, die ich auch nicht gewusst habe. Und das liegt daran, weil man einfach medizinisch nicht gut versorgt ist. Und ich sage immer, dass es wichtig ist, sozusagen zu kämpfen für das, was man benötigt und braucht und durchzuhalten. Das ist vielleicht so eine Message, die man sozusagen in die Welt geben kann für Menschen, die diese Erkrankung haben. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Danke Ihnen auch.